bin gerade hier irgendwo auf dem Weg zum Doi Tap im Nationalpark bei Chiang Mai. Und ich brauchte irgendwie einfach mal wieder was anderes. Ich musste noch mal raus aus der Stadt. Es war in den letzten Tagen, war ich so ein bisschen träge, schlaff und es hat genervt. Und ich merke schon, wie das mir irgendwie wieder gut tut, mal draußen zu sein und irgendwie was zu machen. Und nicht den ganzen Tag vor dem Computer zu sitzen, was ich jetzt im Prinzip die ganze Zeit gemacht habe, auch am Wochenende. Was okay ist, aber manchmal muss man raus. Wie jetzt. Weiter geht's. Was ein schöner Trip. Es ist ein Wetter heute. Viele Wolken und ein bisschen Regen, aber so schön. Ich habe auf Facebook und Twitter um Fragen gebeten und habe ein paar bekommen. Dennis fragt, hat sich dein Leben elementar verändert? Ja, auf jeden Fall. Es ist so viel reicher um Erfahrungen geworden. Das hätte ich alles in Deutschland so nie erlebt. Ich weiß auch nicht, wie man da wieder zurück in so ein normales Leben kommt. Zumindest im Moment nicht. Also für die nächste Zeit, weiß ich nicht, für die nächsten paar Jahre kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass es so bleibt. Ich glaube nicht im Moment, dass ich zurück will. Aber wer weiß schon, was in der Zukunft passiert. Aber zumindest bin ich sehr glücklich im Moment damit. Dennis fragt noch, was ist das Wertvollste, was ich in der Zeit gelernt habe? 2 Sachen, glaube ich. Das erste ist, man ist nie alleine. Man findet immer irgendwie Leute. Da hatte ich ein bisschen Angst vor am Anfang. Und das ist natürlich auch eine Typsache. Also es ist für mich unheimlich schwer, irgendwie auf Leute so zuzugehen und dann mit denen zu reden. Oft. Also ich arbeite da viel dran, dass es besser wird. Aber es gibt Situationen, wo ich immer noch sehr, sehr zurückhaltend und schüchtern bin. Und ich bin ja auch eher ein mehr introvertierter Mensch. Und das Zweite, was ich gelernt habe, ist, dieser ganze Luxus, den man vorher hatte. Ich habe mein iPhone in der Hand, das ist natürlich lustig, jetzt von Luxus zu reden. So eine Wohnung zu haben mit so viel Zeug, ein großer Fernseher, alles das braucht man gar nicht. Oder brauche ich gar nicht. Und das ist einfach schön zu sehen, mit wie wenig Dingen man auskommt. Ich habe ja nur einen Rucksack dabei, wo alles so drin ist, was ich brauche. Und das ist einfach, es ist so befreiend irgendwie, dass man diesen ganzen Kram nicht braucht. Benedikt fragt, nach welchen Kriterien entscheidest du, wo du als nächstes hingehst? Das passt auch zur Frage von Nils. Er fragt, wie weit ich vorausgeplant habe. Ich hatte so ein paar verschiedene Eckpunkte. Also ich wusste Koh Samui am Anfang, dann Chiang Mai, weil ich dahin wollte. Und dann die DNX-Konferenz und das Camp in Bangkok und Koh Lanta. Und das waren so die Eckpunkte. Alles drumherum hat sich dann so ergeben. Das mit Sri Lanka war so nicht geplant, Kuala Lumpur war so nicht geplant. Das hat sich alles ergeben irgendwie. Und das finde ich auch schön. Und das macht das ganze Reisen auch so ein bisschen spannender, glaube ich, und freier, wenn man irgendwie nicht so das so durchplant. Das Wichtigste ist meistens allerdings, dass ich irgendwie Internet habe zum Arbeiten. Sri Lanka war schwierig. Indien wäre wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, kommt drauf an, wo man hingeht. Da muss man immer so ein bisschen, also wenn man arbeitet, muss man ein bisschen gucken, dass man natürlich Internet hat. Das wäre sinnvoll. Dann fragt André noch, das ist eine längere Frage, die muss ich jetzt vorlesen. Darf man sich als digitaler Nomade bezeichnen, wenn man nur ein Land bereist? Oder bist du den Vorzügen des günstigen Thailands verfallen? Im Prinzip ist für dich Thailand die neue Komfortzone geworden. Oder wann und wohin verschlägt es dich das nächste Mal? Wann und wohin? Nach Bali geht's als nächstes. Habe ich jetzt vor ein paar Tagen entschieden. Flug gebucht und dahin geht's dann. Bevor es nach Deutschland geht. Warum war ich jetzt so lange in Thailand? Ich hatte das Touristenvisum, mit dem ich einfach sehr lange hier bleiben konnte und alle 60 Tage quasi nur raus und wieder rein musste. Deswegen, die Trips dazwischen waren immer, um das Visum aufzufrischen, quasi. Also die waren natürlich nicht nur dafür da, aber man muss auf jeden Fall raus. Also ich war nicht nur in Thailand. Und es ist ja nicht so, als wäre der Begriff digitale Nomade geschützt oder so. Ich fahre weiter.
Wenn ihr auch noch Fragen habt, stellt sie mir doch in den Kommentaren. Erstmal Kaffeepause. Die Rückfahrt war jetzt ein bisschen sehr nass, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.